Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wieder mal auf V50 und genau, jetzt heute, wo ich das Video gerade aufnehme, werden wahrscheinlich jetzt schon mittlerweile die News draußen sein zum Black Friday Event, aber wenn die draußen sind, dann werde ich wahrscheinlich schon in Ruhe schlummern, ja, wenn die irgendwann mittags oder so irgendwann rauskommen. Kommen gerade von der Nachtschicht, deswegen, ne, wir gehen mal ins Mondportal rein als erstes und ja, ich bin ja schon sehr gespannt, werde mir die heute Abend auf jeden Fall durchlesen, euch dann wahrscheinlich morgen davon berichten, falls ihr es nicht denn schon wahrscheinlich heute schon erfahren habt, ne, das ist ein bisschen komisch immer, aber so ist das bei mir ist Alltag, immer vorher aufnehmen so, ne. Ist ja klar, ne? Kann man immer nicht ganz real-time raushauen. Ne? Dann müsste man eben livestreamen. Ne? Genau, aber wir lassen uns überraschen. Und ja, ich habe heute vor Folgendes. Ich möchte meine Festung skippen. Ja, das ist ein bisschen auf jeden Fall mit Pilzen in Verbindung, ja, und ich würde auch nochmal euch bitten, das nicht zu Hause nachzumachen, ja, liebe Kinder, macht's nicht nach, ja, ich mach's vor, damit ihr es nicht nachmachen müsst, ja, ist nicht gerade sehr klug, aber ich habe vor, die Festung halt jetzt erstmal auf Stufe 17 zu bringen. Ich hätte das auch schon zum Festungsevent machen sollen. Das wäre vielleicht ein bisschen klüger gewesen. Das Ding ist, warum ich das noch nicht gemacht habe, ist folgender Grund. Umso höher ihr in der Festungsstufe seid, umso weniger Ressourcen bekommt ihr von Leuten, die eine ja, geringere Festungsstufe haben als ihr. So bei den Kämpfen, wenn man jetzt hier angreifen möchte und so. Ne, dann ist die Beute dort ein bisschen geringer. Ne? Und deswegen hatte ich meine Festung bewusst noch auf Stufe 16 erstmal gelassen, um so viel wie möglich an Ressourcen zu farmen. Ne? Und eigentlich wollte ich das durchziehen, bis ich Festung Stufe 20 mit einmal so durchhauen kann. Ja, das Ganze ist aber ziemlich schwierig, weil ich habe keinen richtigen Festungspartner. Ich habe zwar Ramster, mit denen ich ab und zu mal ein paar Kämpfe mache, aber da kommt auch nicht so viel bei rum. Ihr seht ja meine Ressourcen hier. Und ich glaube, ich weiß es gar nicht, ich brauche auf jeden Fall Unmengen an Stein und Unmengen an Holz. Das reicht bei weitem nicht aus, um die direkt auf 20 hochzuziehen. Aber der Vorteil ist natürlich, dass man zum Beispiel beim Glücksrad oder beim Hütchenspieler, ja, das könnte ich auch machen, wenn ich eine höhere Festungsstufe habe. Ja, genau. Dann bekomme ich halt mehr Ressourcen beim Glücksrad, bei den Quests, beim Hütchenspieler und so weiter. Ne? Und jo, genau, das ist halt dementsprechend relativ profitabel, vor allen Dingen dann halt auch zum Festungsevent, ne? Wenn man besonders viele Ressourcen durch die Quests und sowas bekommt. Ne? Deswegen, Leute, ja, ich habe mir die Pilze ein bisschen angespart, macht's nicht nach. Und genau, ich würde sagen, wir skippen rein, 1585 Pilze. Achso, ich sollte noch nachschauen, stimmt, bevor ich das vergesse, Grüße gehen raus an Ramster, ich sollte noch nachschauen, wie viel Ehre man bekommt, wenn man die Festung, hätte ich fast vergessen, wenn man die Festung eine Stufe nach oben bringt. Das bringt einen ja auch Ehre hier in der Ehrenhalle. Ne? Und wir merken uns, wir haben 15.090. Ja, und jetzt bauen wir das aus. Wir skippen rein. Also ich muss sagen, auch wenn die Pilze gesponsert sind, es tut trotzdem weh. Es tut trotzdem weh. Ja, so, wo sind wir jetzt hier? Okay, ach ja, stimmt. Irgendwann hatte ich das mal ausgerechnet gehabt oder vorgeführt gehabt, wie man die Festungsehre berechnet. Ja, hat ganze 10 gebracht. Boah, gut. Ich würde sagen, wir bauen direkt wieder aus und schon sind wir unsere Ressourcen fast los. Ja, ich versuche jetzt so schnell wie möglich die Festung hochzuziehen. Vielleicht habe ich ja Glück und beim Black Friday Event, ja, haben wir vielleicht noch ein Festungsevent dabei oder so. Mal schauen, da muss ich mich halt heute Abend dann überraschen lassen. Es kostet jetzt nochmal 1800 und ja, das wäre natürlich ganz nice, weil dann könnte man da natürlich dann einiges an Ressourcen wegsnacken, so, ne? Ja, genau. So, das werde ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen nachziehen. Die Ritterhalle müssen wir auch noch. Achso, ja stimmt, die kann ich ja jetzt gar nicht mehr machen. Aber ich habe überlegt, ob ich die sowieso ausbaue oder ob ich erstmal die Festung hochziehe und dann die Ritterhalle nachziehe. So. Ist vielleicht auch eine Option, die man machen kann. Und ja,
So, da bekommen wir schon ein bisschen mehr Steine. Seelen bekommen wir natürlich nicht mehr, die sind ja mit der Unterwelt in Verbindung. Da geht's halt, ist aber auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Bei der Unterwelt geht es nicht nach dem Hauptgebäude hier, ne, welche Stufe das hat, sondern nach dem Extraktor, ja, welche Stufe der hat. Das heißt, umso höher der Extraktor in der Unterwelt ist, umso mehr Seelen bekommt ihr bei zum Beispiel beim Hütchenspieler, Glücksrad, Quest etc. So, also da ist das Ressourcengebäude für zuständig. In der Festung ist es anders. Da sind nicht die Ressourcengebäude für zuständig, wie viel Ressourcen ihr bekommt bei Quest, Glücksrad, Hütchenspieler etc., sondern da ist halt wirklich das Main-Gebäude, die Festung dafür ausschlaggebend. Ist auch nochmal eine kleine Randinformation, die vielleicht der ein oder andere noch gar nicht gewusst hatte, wonach sich das so bezieht, das Ganze. Ne? Also auch immer nochmal was zum Lernen hier, zum Mitnehmen. Ja, genau. So, das gibt auf jeden Fall schon deutlich mehr. Das ist sehr cool. Seelen nehmen wir natürlich trotzdem mit, wenn uns das angeboten wird, aber oh ja, vor allen Dingen Steine, ja, das ist ganz nice, das schmeckt schon sehr. Das ist schon ein deutlich spürbarer Unterschied im Vergleich zu davor. Kristalle habe ich jetzt nicht so Lust, die mitzunehmen, weil wir haben, glaube ich, noch sehr viele, ne? Gucken mal nach. Ja, relativ viele haben wir immer noch durch die Pakete und so weiter und so fort, ne? Da haben wir immer noch sehr viele Ressourcen am Start. Und ja, gucken wir mal. Was haben wir heute hier auf der Agenda? Achso, Unterwelt und Petkämpfe. Okay, dann machen wir das mal noch. Spammen wir uns da mal kurz durch. Ja. Beim Arena Manager, da mache ich jetzt übrigens auf dem Server hier nichts mehr großartig weiter. Ich habe ja jetzt soweit maximal Ruhen und bin auch in der Lage, noch weitere zu finden. Ich könnte das noch hier alles auf 10.000 bringen. So, aber ja, für was? Also es bringt mir jetzt momentan jetzt nicht wirklich sehr viel, da noch sehr viel mehr Pilze in den Arena-Manager reinzustecken. Da stecke ich die... Hallo? Okay. Da stecke ich die Pilze dann lieber in den Festungsausbau rein, vor allen Dingen, wenn man sich mal die Gilde anschaut, dann sieht man, dass ich halt, ja, für meine Stufe, sag ich mal, noch relativ krass hinterher bin, so, ne? Was die Ritterhalle angeht. Und da möchte ich natürlich auch irgendwo meiner Gilde ein bisschen was Gutes tun und die dann auch weiterhin ausbauen. Wie gesagt, eigentlich hatte ich gewartet so, dass ich die mit Mal direkt maxen kann, aber mir ist dann doch im Verlauf dann aufgefallen, dass die Ressourcen, ihr seht ja, wie viele ich bekomme hier, wenn ich die Leute angreife, das ist wirklich nicht sehr viel, ja, dauert es Ewigkeiten, bis man die zusammenbekommt. Und deswegen fange ich jetzt schon einfach an. Und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, wenn man die Festung höher hat, bringt einen das jetzt auch mehr, hier die Hauptressourcen hier durch und ja, hier durch und bei Quests und sowas zu finden. Ne? Und deswegen, ja, mache ich das einfach mal. So, Edelstein wird gesucht. Helden werden angelockt. Ja, da gehen wir mal kurz hier. Greifen wir mal kurz den höchsten an. Wir haben jetzt auch schon Flacco, die sind beide auf der gleichen Stufe. Das ist auch sehr beachtlich, muss ich mal so sagen. Das ist schon sehr, sehr krass auf jeden Fall. Und ja, Alu spare ich mir übrigens auf jetzt gerade in der Zeitmaschine, so gut es geht. Denn die Abenteuerlust wird am attraktivsten nachher so um die 393 rum, weil da habt ihr ja den High Peak von eurer Erfahrung, da bekommt ihr am meisten Erfahrung und danach geht es dann mit der Erfahrung immer weiter bergab, so diese Kurve, die ihr ja schon kennt, die ich euch ja schon oftmals gezeigt hatte. Genau, da ist halt die Spitze bei 393 und dementsprechend richtet sich natürlich da auch die Abenteuerlust in der Zeitmaschine nach. Deswegen wäre es auch ratsam, hier die Alu zu sparen und dann halt, ja, mit dem Level dann quasi die Abenteuerlust dann auch zu nehmen. Genau, ansonsten, ja, wir sind auf 44 momentan, das ist gar nicht mal so schlecht dafür, dass ich immer noch mit meinen alten Sachen hier rumlaufe und ja, wir haben es ja letztens schon gesehen, mittlerweile Epics ja bis zu 30 Stat-Punkte mehr haben als meine Legendaries, deswegen wird es auf jeden Fall Zeit, dass wir bald einen neuen legendären Dungeon haben, dass ich mich komplett nochmal neu legendär equippe, mein Sammelalbum weiterfülle. FKK habe ich immer noch, das muss ich auch immer irgendwann machen. Ich glaube, das habe ich noch nicht mal auf dem Battle Mage. Ja, irgendwann muss ich mal so einen Tag machen, wo ich alle meine Accounts nackig ausziehe. Ich glaube, auf dem Main habe ich das, aber auf dem Berserk, also auf dem
Free-to-Play-Berserker habe ich das nicht, auf dem Battle Mage und hier auf dem Krieger auch noch nicht. Genau, ja. Dann werden wir zum nächsten Legendary Dungeon, das wird wahrscheinlich ein Herr der Ringes Dungeon werden, werden wir das Set dann voll machen und dann haben wir auch nochmal eine höhere Chance, legendäre Steine zu finden, ne? Und halt eben die neuen Sachen, so, das ist halt, und wenn wir uns komplett neu ausgerüstet haben, so, dann, ja, wir haben ja auch schon mittlerweile eine bessere Ritterhalle, das heißt, neue Leggy-Steine kann man auch finden, da bin ich schon am Aufbewahren hier so ein bisschen, ne, für den Leggy-Dungeon, damit ich auch direkt neue Steine habe. Und dann sollte es auch, glaube ich, in der Ehrenhalle wieder ein bisschen bergauf gehen, dass wir da, ja, wieder ein bisschen mehr Land sehen auf jeden Fall, ne. Ich habe immer so das Gefühl, umso mehr Events auf den Server zukommen, umso mehr Leute, ja, cashen weniger rein oder hören vielleicht sogar auf oder spielen weniger pilzintensiv und somit kann ich mich dann immer weiter nach oben rangeln, denn so, ne? Weil mein Playstyle, der bleibt halt relativ gleich hier auf dem Server erstmal so, ne? Deswegen mal schauen, wie es in der Zukunft so aussieht. Ja, genau. Das soll es aber, glaube ich, erstmal für das heutige Video soweit gewesen sein. Genau, jetzt haben wir nichts mehr weiter. Falls es euch gefallen hat, dann lasst es mich gerne wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.